Ja, hallo Retro-Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich präsentiere euch in diesem Video eine neue Masters of the Universe Vintage-Figur, die ich mir gegönnt habe, im Mock-Zustand. Das heißt, die Figur ist original verpackt, hat noch nie frische Luft geatmet quasi. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage und auch euch die Frage, wo gehen die Preise, wie geht die Preisentwicklung bei den Vintage-Figuren weiter? Ja Leute, seit ich wieder aktiv angefangen habe, ja, Vintage-Figuren zu sammeln, das war so 2017, meine ich, Mitte, Ende 2017, kennt die Kurve, die Preiskurve ja eigentlich nur einen Weg und das ist der Weg stracks nach oben. Ja, das heißt, die Preisentwicklung auf dem Markt, das geht ja durch die Decke. Vintage-Figuren ist quasi der neue Bitcoin, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, ja, also die Preise gehen durch die Decke, speziell wenn die Figuren halt original verpackt sind, dann ganz besonders, ja, selbst lose Figuren, speziell Masters of the Universe, ja, die ich ja selbst 2017 noch teilweise komplett in einem guten Zustand für 10, 12, 13 Euro bekommen habe, die kosten jetzt auch schon wieder an die 30 bis 50 Euro und teilweise, wie gesagt, täglich werden sie teurer. Das Video hat mich auf den Gedanken gebracht, beziehungsweise der Gedanke zum Video war, ich habe eine Figur angeboten bekommen und habe mir dann überlegt, ist die mir das wert oder ist sie es mir nicht wert für den Preis? Und da ich das Video drehe und euch die Figur gleich zeige, werdet ihr es schon gemerkt haben, die Figur war mir den Preis wert. Es handelt sich um eine Masters of the Universe Vintage-Figur, also wie gesagt eine Figur aus den 80er Jahren, aus meiner Kindheit, die ich damals auch hatte. Und die habe ich original verpackt, also Mock, ja, Mint on Card angeboten bekommen. Und ja, ich habe etwas überlegt, aber dann konnte ich doch nicht Nein sagen und habe zugeschlagen. Und es handelt sich um diese Figur hier, Leute. Es handelt sich um die Evil Lyn original verpackt aus den 80ern, vom Jahr 1983 ist diese Figur. Ja, ihr werdet es vielleicht auf dem Bild erkennen, wieso ich mir überlegt habe, mir diese Figur zuzulegen. Ja, Kleinigkeiten sind, der Blister ist leicht gelblich, aber der Blister, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, der Blister sitzt fest auf der Karte. Keine Cracks an dem Blister, ja, also keine Löcher, keine Risse und so weiter, fest auf der Karte und nichts gebrochen. Ja, hier oben ist ein kleiner Abriss, wenn ihr das seht. Auch das, ja, ist nicht ins Gewicht gefallen bei mir. Was mich ja nachdenklich gemacht hat, ist diese Stresslinie hier. Ja, die geht komplett einmal über die Karte, wenn ihr das seht. Aber nachdem ich es mir genau angeguckt habe, habe ich gemerkt, es ist zwar eine Stresslinie, aber die Karte, seht ihr das, ist noch gerade, ist noch fest und auch diese Stresslinie macht sich eigentlich nicht bemerkbar. Ja, ich zeige euch die Rückseite nochmal. Ja, hier hinten, da sieht man auch nochmal die Linie, die hier, sieht man das hier? Ich halte es mal so in die Kamera. Ich hoffe, das blendet nicht, ja, mit dem Weiß oder so rum. Ja, die Stresslinie ist komplett über die Karte, aber ansonsten hier unten ist auch nochmal, wenn man das sieht, hier ein bisschen verfärbt. Hier ist es ein bisschen dunkler. Das sieht aus, als wäre das ein kleiner Wasserschaden mal gewesen oder feucht geworden. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, nennt man die Karte hier noch 12-Back? Also weil halt 12 Figuren abgebildet sind, ja. Bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob die noch so genannt wird. Aber ja, was soll ich sagen? Ich halte sie in Händen. Ich konnte sie dann nicht holen. Ja, die Figur ist mir angeboten worden. Schätzt mal, Leute, was der Preis war. Ja, wenn ihr meine alten oder meine vorangegangenen Videos seht, wo ich euch original verpackte Masters-Figuren zeige, die ich mir geholt habe, ja, dann haben die Figuren so ja, 220, 240 Euro gekostet. Aber das war auch schon vor 1,5 Jahren oder sowas, ja, und selbst für diesen Preis kriegt man die eigentlich jetzt nicht mehr. Die waren im Zustand halt wirklich, wirklich top, also keine Stresslinien oder sonstiges halt. Ja, deswegen habe ich hier etwas überlegt, aber dann habe ich es mir doch gegönnt. Ich habe für diese Figur 200 Euro bezahlt, Leute. Ja, was soll ich sagen? 200 Euro. Schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mal unten rein, was ihr dazu sagt, weil das ist jetzt eigentlich der eigentliche Grund dieses Videos. Natürlich möchte ich euch diese Figur zeigen. Ja, eine weitere
Vintage-Figur für meine Motu-Sammlung, ja, wobei ich eigentlich gar nicht mehr mit OVP-Figuren, also mit original verpackten Figuren anfangen wollte. Jetzt ist es mittlerweile meine 5., glaube ich, ja, also es ist doch noch möglich, welche zu bekommen, auch zu einem einigermaßen für mich nachvollziehbaren oder für mich gerechtfertigten Preis, nennen wir es mal so. Ja, aber wie gesagt, das ist die Figur und ich möchte eigentlich mit euch mal kurz sprechen oder meine Gedanken euch mitteilen, ja, was mit dieser Preisentwicklung zusammenhängt, wo es halt hingehen könnte. Ja, ich bin mir echt unsicher bei dem, was aktuell in der Welt so passiert. Ja, wie gesagt, es gibt so viele, ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht mitbekommen habt. Es wird alles teurer. Das hat man mit Sicherheit mitbekommen, auch im Sprit und so weiter. Das ist Wahnsinn. Aber auch verschiedene Elektrogeräte und so weiter, weil halt der Nachschub nicht gesichert ist, weil es halt an Materialien fehlt, um diese Geräte zu produzieren. Zum einen. Zum anderen ist es so, dass die Lieferungen sich verzögern, dass es überhaupt nicht die Ware gar nicht so schnell geliefert werden kann. Es gibt Lieferengpässe, ja, es gibt Produktionsengpässe und das ist nicht nur irgendwie im Elektronikbereich, das ist halt auch sogar im Toy-Sektor, ja, vielleicht ist das auch ein Grund, wieso die Masters of the Universe Origins von Mattel so sporadisch halt reinkommen. Ja, und meine Frage ist halt, wie gesagt, was bin ich in Zukunft bereit für mein Sammelgebiet, ja, meine Leidenschaft halt auszugeben. Ja, 200 € für eine Plastikfigur, für eine Spielzeugfigur ist eine Menge Geld. Ja, und ich würde gerne mal wissen, wie ihr das seht. Ja, sagt ihr, wenn ihr sammelt, wenn ihr euch nach wie vor Figuren holt, ja, ich hole mir lieber so 1, 2, 3 für diesen Preis hier, anstatt eine, die dann halt, also wie gesagt, wenn diese Evelyn hier, wenn der Blister klar wäre, wenn die Stresslinie nicht da wäre, wenn dieser Wasserschaden, nenne ich es mal, nicht dran gewesen wäre, ja, dann hätte die wahrscheinlich auch 500 oder 600 € gekostet. Dann ist sie noch gegradet. Auch wieder eine Sonderfrage, was haltet ihr vom Grading? Ja, das könnten wir aber im Speziellen im anderen Video nochmal machen. Ja, und dann wird so eine Figur auch mal schnell halt in den hohen dreistelligen Bereich übergehen, ja, teilweise dann sogar bis in den vierstelligen Bereich. Ja, das heißt, spare ich lieber auf so eine Figur und hole mir die dann einmal oder hole ich mir halt 3, 4 Stück, die in einem mittelmäßigen Zustand, nenne ich es mal. Ich finde den Zustand hier nicht schlecht. Ja, wie gesagt, die Figur ist von 83 und die hat einiges schon in den Knochen und einiges miterlebt. Ja, aber wie gesagt, das ist die Frage, was bin ich bereit dafür auszugeben? Ja, und ich würde einfach sagen, ja, es ist jedem selbst überlassen. Ja, für den einen, der sagt halt 200 €, da kaufe ich mir 10 Stück von, ist mir doch egal. Der andere sagt hier, für 200 € muss ich ein halbes Jahr sparen. Ja, es ist halt echt, wie gesagt, immer unterschiedlich, ja, was einem diese Sachen wert sind. Deswegen auch, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, vielleicht meine Entscheidung oder mein Entschluss so ein bisschen in der Sammlung zu priorisieren, ja, das ein oder andere vielleicht auszusortieren und zu tauschen oder vielleicht zu verkaufen, ja, um mich halt wirklich auf eine Handvoll Sachen oder vielleicht 2 Hände voll Sachen anstatt halt 20 Hände voll Sachen zu fokussieren. Ja, die Masters of the Universe werden damit ein Hauptthema bei mir bleiben. Ja, so viel schon mal dazu. Ja, und speziell, wie gesagt, der Vintage-Bereich wird die Hauptaufmerksamkeit bei mir kriegen, gefolgt von den Origins, ja, weil eine Origin-Figur die sind auch schon mal einen Euro teurer geworden, die kosten jetzt 16,99 €, meine ich, ja, aber für den Preis eine Origins-Figur zu gönnen, das lasse ich mir nicht nehmen, ja, bei den Vintage-Figuren halte ich Ausschau nach solchen, 200 € ist kein Schnapper, aber irgendwie dann doch, also wie gesagt, halte ich Ausschau nach solchen preisgünstigen Varianten, die für mich preisgünstig sind, wo ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen noch vereinbaren. Ich würde mir nie eine Figur aktuell sage ich das jetzt so, für 300 € aufwärts kaufen, ja, egal ob das jetzt die limitierte, keine Ahnung was ist oder so, ja, weil das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht rechtfertigen, ja. Das heißt, ich werde mir auch nie ein Eternia Playset holen, ich werde mir nie ein Megator oder sowas leisten, ja, weil
da fehlt mir halt die Relation, ja. Also da fehlt mir halt einfach der Gegenwert, den ich dafür habe oder den ich dafür bekommen würde, ja. Das ist ja wirklich, das geht ja wirklich in vierstellige Beträge und das bin ich nicht bereit für, egal wie sehr mein Herz daran hängt, für dieses immer noch Spielzeug auszugeben, ja. Auch wenn es schon lange kein Spielzeug mehr ist, die Vintage-Sachen, ja, es sind Sammlerobjekte, es gibt einen Markt dafür, ja, das hat mir halt einfach auf der Zunge gebrannt, gerade in dem Moment. Deswegen dachte ich mir, ich muss es in einem Video jetzt festhalten. Ja, ich möchte euch nicht immer nur Sachen zeigen. Hier, guck mal, ich habe das bekommen, ich habe das bekommen, ich habe das bekommen. Auch wenn das viele von euch gut finden und für das Feedback, dem Feedback zu urteilen. Und das freut mich natürlich auch. Aber natürlich möchte ich auch mal, ja, mit euch weiter intensiver kommunizieren. Ich möchte von euch gerne wissen, wie seht ihr das aktuell, das Geschehen, was da so in der Welt passiert? Ja, sagt ihr, das ist schon so, es geht immer so weiter, das heißt, die Vintage-Figuren hole ich mir nach wie vor, ja, da lasse ich nichts drankommen oder ich bin vielleicht auch aktuell ein bisschen vorsichtiger, ja, man weiß nicht, vielleicht brauche ich das Geld anderweitig demnächst, ja, was auch immer, ja, also es ist keine Panikmache oder sowas, aber ich mache mir halt ein paar Gedanken, was die Sammlung angeht und wie viel ich da investiere. Und ja, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, was ihr davon haltet und was ihr darüber denkt und natürlich auch, wie ihr diese Figur findet. Ja, weil, wie gesagt, das ist ja immer noch halt der Grund, wieso, ein Grund, wieso ich dieses Video hier gemacht habe. Ich habe eine neue Masters of the Universe Vintage-Figur in Originalverpackung, die gute Evelyn. Ja, das soll nicht zu kurz kommen. Der Spaß an der Sache soll erhalten bleiben und das bleibt er bei mir auch. Ja, und ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann schreibt es in die Kommentare und lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da. Das freut mich immer und das gibt auch mal dem Video nochmal mehr Reichweite, ja, wird von YouTube anerkannt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, euer Retro Rauner.